Das ist immer eine ganz spannende Frage. Kann ich als klassisches, traditionelles Unternehmen agile Methoden einsetzen? Also zum Beispiel Scrum, Softwareentwicklungsmethoden, irgendwie mein Projektmanagement. Und da muss man so ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite ist das ganz oft der Start hin zu mehr Agilität im Unternehmen. Also ich verändere noch gar nichts dramatisch, ich mache noch ein bisschen neues Projektmanagement. Das Projektmanagement funktioniert nicht mehr klassisch, sondern ich habe so ein bisschen Scrum-Projektmanagement, definiere ein paar neue Rollen und schaue mir in einem geschützten Raum an, komme ich zu besseren Ergebnissen als in meiner klassischen Projektarbeit. Das ist der Punkt, wo man sagen kann, hey, das lohnt sich, das kann ich mal versuchen. Und wenn es schief geht, ist es nicht wirklich dramatisch. Vorteil ist auch, dass ich so vielleicht, wenn ich merke, hey, das ist eine Success Story, dieses Projekt funktioniert besser als andere Projekte, ich kann damit Werbung machen, kann sagen, Mensch, ich mache Lust dazu, dass mehr Projekte auf die Art und Weise funktionieren, kann ich natürlich Schritt für Schritt dieses Thema Agilität auch kulturell verankern. Ich definiere andere Rollen über die Projektarbeit, definiere eine andere Form der Zusammenarbeit und gewinne so auf eine sehr einfache Art und Weise die Chance, nochmal Agilität auszuprobieren, ohne dass ich das gleich top-down beispielsweise definiere. Also spannend ist ja der Ansatz, wenn nicht agile Firmen oder Firmen, die nur einen bestimmten Agilitätsgrad erreicht haben, sich dann besonders agile Teams temporär einkaufen. Da könnte man schon überlegen, dass eine Firma, die diese agilen Teams zur Verfügung stellt, die vielleicht auch schon sehr eingeübt sind mit Agilität, dass die funktionieren, auf einer Sachebene bestimmte Projekte voranzutreiben, dass die aber unterhalb dieser Sachebene so eine Art Kulturbotschafter oder Agilitätsbotschafter sind, weil sie durch faktisches Vorleben einer bestimmten Arbeitsform, Scrum, Projektmanagement oder was auch immer, in dieser Organisation, wo diese Teams temporär reinkommen von außen, natürlich eine Kulturveränderung bewirken. Also sie haben verschiedene Ebenen und es wäre durchaus spannend zu überprüfen, inwiefern so dieses temporäre Überlassen von agilen Teams von einer Firma in eine andere Firma, die vielleicht weniger agil ist, diesen Transformationsprozess, den internen, zu mehr Agilität fördert. Die Hypothese wäre tatsächlich, dass das so eine Art Boost-Funktion haben könnte, weil die Entwicklungsstufen natürlich viel, viel schneller gesehen werden. Also ich bekomme auf einmal ein Team von sehr agilen Leuten und die zeigen mir vielleicht, wie es geht. Also ich stelle mir vor, so ein mittelklassiger Fußballverein bekommt auf einmal für 3 Wochen 4 Nationalspieler und die zeigen mir, wie ich trainieren kann. Das erhöht vielleicht die Motivation, das auch zu erreichen, aber es erhöht vor allen Dingen auch die Kompetenz, in Richtung Agilität in dem Fall mich zu entwickeln. Also